Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin bei Linas de Marcuello in der Nähe vom Castillo de Loarre, Mayerbe. Bin jetzt gerade wieder auf dem TED. Da vorne sehen wir wieder die Riglos. Da war ich doch vor ein paar Tagen schon mal mit Marco, Replic Rides. Es geht da in diese Berge rein, TED. Ich schaue mal, wie weit. Ich sage immer jeden Tag dasselbe, wie weit ich komme, ob es mir zu arg wird oder nicht. Hier sehen die Pisten eigentlich recht gut aus, habe ich auch mit Marco gesehen. Ist eigentlich alles fahrbar für mich. Da bin ich ja richtig gut gelaunt. Wohl ist mir hier nicht dabei. Solche Sachen fährt der Dr. Traktor nicht. Es ist wieder der Franzose mit dem weißen Pickup. So schnell komme ich heute nicht vorwärts. Heute sollte ein ganzer Tag auf dem TED drin liegen. Gucken wir mal. Es ist schwierig, die richtige Spur zu finden. Die Mitte ist recht tief. Ja, aber solche Pisten gefallen mir. Okay, ist ein bisschen weich, aber cool zu fahren. Das Licht ist einfach super flach. Also ich sehe die Gräben kaum. Das ist die einzige Herausforderung im Moment. Die Piste wurde gemacht bis hierhin. Und jetzt haben wir das Original. Wieder ein bisschen rauer, das Original. Ich erwarte das etwa so heute. Ich hoffe, meine Erwartungen werden erfüllt. Erstes Offroad. Ist schon ziemlich geil, diese Felsen. Und jetzt sind wir bei Agüero. Agüero und nicht Agüero, wie der Ort heißt. Weil wenn der keine Pünktchen auf dem U hätte, würde man Agüero sagen. Und wenn es kein U, also weder U noch Ü hätte, dann wäre es Achero. Und jetzt geht es hier wieder unbefestigt weiter. Mal gucken, ob es nochmal einen Fotostopp gibt. Ja. So schnell komme ich heute nicht vorwärts. Die kleinen Riglos bei Agüero. Super cool. Bin jetzt nicht mal sicher, die werden wohl kaum kleine Riglos heißen. Übrigens, das da hinten sehe ich gerade eben, das sind die großen. Das müssten die großen sein, Tiere. Die Mayos der Riglos. So geil. Sehe ich jetzt erst jetzt. Geil. Das ist jetzt doof. Da steht Fuencalderas. Mal schauen, ob man das fahren kann.
Hola, buenas. ¿Se puede pasar a Fuencaderas? Francese, if not forbidden. I go this way. Okay. So, mal schauen, wenn ich jetzt mir eine Route mache, mal auf diesem Gerät, das ich noch nie gemacht habe. Naja, das Osmand zeigt an, das wäre fahrbar jetzt mit der Route 11. Oder ja, hat eine Route gefunden, 11 Kilometer noch. Also wenn das so wäre, wäre das ja super, super geil, echt. Da haben wir wieder die Kamine, die speziellen, die aragonischen. Falsch, aber ich würde jetzt mal eher meiner Route trauen, weil da bin ich wieder richtig. Keine Ahnung, was der Osman wollte. Ja, und jetzt wird es doch steiler. Jeden Meter ein bisschen urchiger. So, mal schauen, was hier geschrieben steht. Wahrscheinlich wieder im Fahrverbot. Das ist von der falschen Seite. Ach nee. Verstehe ich nicht. Irgendwie, so was ich verstanden habe, der Kompetition, also im Wettbewerb. Ich bin da überhaupt nicht in einem Wettbewerb. Ich glaube, die haben da ein bisschen genug. Bin mir da auch nicht sicher, ob die Verbote auch wirklich wegen Baustellen sind, wie es angeschrieben ist, sondern nicht bloß Vorwand, dass es nicht befahren wird. Naja, solange das hier so läuft, sonst war da jetzt ja nichts Außergewöhnliches, dass ich nicht umkehren könnte, mal wieder. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so fahrbar bleibt in diesem Rahmen. TomTom führt mich da auch schon wieder raus. Was nicht immer was Gutes heißt. Geil. Doch eine hübsche Route, echt geil. Muss man erstmal drauf kommen, was soll ich da sagen. Und das gestern war mir einfach zu heftig auf dem TED, aber sowas ist schon sehr geil. Okay, sieht aber steinig aus. So, hier ist ein bisschen erdiger. Solange trocken, dann ist gut, aber ist auch schneller ausgewaschen.
jetzt kommt das immer mehr in diese Richtung wie gestern, noch harmlos, aber ich verschreie überhaupt nichts. Das ist schon, oder wenn es hier richtig heftig regnet, Gewitter, dann wird die Piste anders aussehen, so wie drüben. Ja, ich glaube, dieser Abstecher hat sich gelohnt. Da bin ich ja richtig gut gelaunt. Und auch mal ein bisschen lockerer als auch schon, nicht ganz so angespannt. So, Straße und dann schauen wir mal, wie wir auf den Tet kommen. Nett, nett. Geil. Ich bin gerade eben von der A1202 abgebogen, rechts weg. Da bin ich wieder auf dem Tet. Das waren jetzt, ich weiß nicht, 6, 7 Kilometer Asphalt da von Fuencaldera. Und jetzt geht's hier auf dieser Piste weiter. Auch wieder 30 ausgeschildert. So wie vorhin. Sieht mir dann doch schon irgendwie halbwegs offiziell aus. Also was heißt offiziell? Und wenn ich nicht total falsch liege, geht das jetzt da lange runter in diese Fläche bis nach Luna. Luna ist, so wie ich das in Erinnerung habe, am Fuß der Berge. Aber das könnte wieder eine wildere Angelegenheit werden. Das sah echt aus wie eine Schlange. Mit einem ziemlich großen Kopf. Also bei der Bremse vorne, da ist echt was nicht so, wie es sein soll. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die so schnell verstaubt und dann überhaupt nicht mehr greift innerhalb von kurzer Zeit. Naja, zum Glück ist nicht so steil. Wild ist es also schon. Ich hatte eben Staub gesehen. Vor mir ist tatsächlich ein Auto. Könnte wieder der Franzose sein mit dem weißen Pickup. Voilà. J'ai trouvé une autre route. No trouble. Was okay. They just wrote it was a maintenance, something like this. But Nothing. okay, so you're on the TET as well, Trans-Euro Trail. There, vibration. For pickup. So if you're behind me, it's fine for me. I have help if I get in trouble. Huh? No problem. Bon, merci beaucoup pour passer. Merci. Das beruhigt mich doch sehr. Oh Gott,
Bei mir ist da immer so ein bisschen eine Ungewissheit dabei, dass ich das dann auch alles unbeschadet überstehe. Wie gesagt, solange das so geht, wenn es nicht so steil ist, dann ist das auch machbar. Ich bin also extrem froh, hat es hier nicht geregnet die letzten Tage. Wenn das Schlamm wäre, wäre das zu viel für mich. In 2-3 Tagen sind dann richtig Gewitter angesagt. Dann mache ich da mal Pause. Also die Piste vorher hat mir definitiv besser gefallen. Das ist schon okay. Es ist jetzt immer noch fahrbar, immer noch. Aber es fordert unglaublich Konzentration. Nicht sicher, ob die anderen mit dem Auto auch diese Piste nehmen. Hier wird es wieder mal schmaler. Das war ja doch ziemlich ein breites Teil. Ja, also das möchte ich jetzt dann nicht mehr hoch. Ja, doch. Treppen steigen. Und nach wie vor außer dem Pickup kein Verkehr hier. Wow, 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 wow. Na, krasse Geschichte. Habe ich echt so nicht erwartet heute, nachdem ich halt die schönen Feldwege gesehen habe. Mehr Erde, deshalb mehr ausgewaschen oder diese, wenn es Wasser hätte, Schlammlöcher. Und die sind dann tief, wenn du nicht weißt, wenn die schlammig sind und du siehst nichts, ist einfach Wasser drin. Und du da durchbolzt, könnte die eine oder andere Überraschung kommen. Ich sehe ein Haus, ich bin total überrascht. 2 Häuser, das könnte bedeuten, dass der Weg dann besser wird. Ja, kann auch täuschen. Da frage ich mich ja, wie so ein Haus hier oben gebaut wird. Joder, hey. Shit. Wow, 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 wow. Ei, das mache ich nicht mehr hoch. Das ist jetzt die Scheiße. Jetzt muss ich... Da komme ich nicht mehr hoch. Ah. Wow, wow, wow. Ja, man kann sich auch ausgefallene Orte für ein Picknick aussuchen. Meine Güte. Schwierig, so eine Steinplatte, wenn du dann nicht siehst, wie groß dann der Absatz ist danach. Wow, wow, wow. Alles gut bisher.
schon staubtrocken, alles ist extrem. Ich habe das Gefühl, ich habe das Ziel bald erreicht, das Ziel, den Asphalt und eine Pause. Ich habe noch nichts gegessen, es ist schon wieder 1 Uhr. Weil der Hunger, der hält sich komischerweise sehr in Grenzen. Aber da gab es ja auch keine Gelegenheit. In den letzten 1,5 Stunden war eigentlich nur Offroad, kein Dorf mehr. Agüero war der letzte Ort. Und jetzt zwischendurch, da war es echt mal eher einfacher. So in diesem Stil waren die letzten 2-3 Kilometer. Das ist echt ein langes, heftiges Stück Offroad. In diese Richtung jetzt machbar bei diesen Verhältnissen. Trocken, halt staubig, aber wenn ich alleine bin, kümmert mich das nicht. Ich habe das schlechte Gefühl, dass das Lenkkopflagerlose ist. Oder irgendwie was mit der Gabel, da klappert irgendwie was. Und das Moped war vorgestern in der Inspektion. Das kackt mich an, echt. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Das nimmt kein Ende. Doch, irgendwann. Aber ich hatte ja das Gefühl oben, dass das genau in diese Ebene führt. Fuck, was ist das? Ich ziehe an der Bremse und es passiert erstmal eine Sekunde überhaupt nichts. Und erst dann, als würde was klemmen. Ich kann mir das nicht erklären. Das hatte ich noch nie. Vielleicht dann doch mal noch eine andere Aprilia-Werkstätte aufsuchen, aber das geht ja überhaupt nicht so. Hört man das klappern? Ich würde mal sagen, hier gab es einen gewissen Niederschlag. Wow, wow, wow. Sieht manchmal nicht wirklich nach Weg oder Straße oder sowas aus. Autsch, schon krass. Die Bardenas Reales. Wir sind ja auch gleich um die Ecke. Das müsste Luna sein. Jetzt hoffe ich, dass in Luna irgendwo was zu essen gibt, was Kleines. Immer ein bisschen schwierig über Mittag, dass die Restaurants, die bieten Menüs an, aber keine Kleinigkeiten. Asphalt. Ich fahre ja so gerne Offroad und trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder auf Asphalt. Wow, wow, wow. Geil. Ja, das eben war noch nicht Luna. Luna da geht's noch mal 10 Kilometer. Schätze ich, das wird genauso sein. Eine Lehmpiste. Eine staubige Lehmpiste. Leider hat mein iPhone ein bisschen warm bekommen mal wieder. Da sehe ich jetzt wieder überhaupt nichts. Aber das scheint zu stimmen. Sand ist ja ebenso nicht so wirklich meine Lieblingsunterlage. Ich dachte, das könnte ich jetzt eher zügig fahren. Wird wohl doch noch ein bisschen dauern zu meinem Frühstück. Hälfte geschafft.
Ich bin jetzt heute 100 Kilometer unterwegs. Ich schätze, das waren 45 Kilometer davon Offroad. Der erste Teil 15, das kommt etwa hin. Ich sehe mal wieder ein Dorf. Das müsste jetzt endgültig Luna sein. So, weiter geht's auf dem TED. Ich habe jetzt was Kleines gegessen in Luna. Es war wieder mal viel zu groß, die Sandwich, die Bocadillos, die sie machen. Es ist heiß, 38 zeigt jetzt, okay, ich habe keinen Fahrtwind. Das Moped stand in der Sonne, aber es ist über 30 Grad und es ist schon heftig. Ich gucke jetzt, dass ich Fahrtwind bekomme und ja, mal gucken. Das Doofe ist wieder mal, dass das Handy zu heiß nicht mitmacht. Ich habe offen gesagt nicht so den Nerv von jeder Kreuzung oder Gabelung zu gucken. Jetzt hat sich die App wieder total aufgehängt. Das ist ärgerlich. Boah. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt wieder drehen muss. Jetzt muss ich schon wieder anhalten. Schon noch 200 Meter, das kackt mich jetzt ein bisschen an. TomTom kennt das natürlich nicht. Wenn es so heiß ist, ich muss mir unbedingt ein richtiges Navi zulegen. Das Telefon macht einfach überhaupt nicht mit hier. Okay, aber das scheint der richtige Weg. Schön die Aussicht hier. Schön, wenn es mal ein bisschen entspannter ist. Und jetzt wird gleich die nächste Klippe kommen, wenn ich sowas sage. Also bisher gefällt mir dieses Stück. Kommt man auch ein bisschen auf Kilometer, weil das harte Stück da mit einem Schnitt von, ja, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich dann ein 20er Schnitt auf 45 Kilometer. Das nahm dann schon Zeit in Anspruch. Wieder ein bisschen Ausblick genießen. Das ist schon eine verrückte Gegend. Ich bin jetzt hier auf einer besseren Piste gelandet, sage ich mal. Da war oben eine Kreuzung. Das ist ja beinahe eine Autobahn, total relaxed jetzt. Wunderbar, da sage ich nicht nein. Auch das Vorgehen, das ging ganz schön flott. Und ich muss jetzt bei jedem Abzweiger wieder gucken, ob ich richtig bin. Jawohl. Weil sonst einfach das iPhone überhitzt. Und jetzt haben wir Verkehr vor mir. Möglichst schnell vorbei, dass ich da nicht so eingestaubt werde. Was haben wir denn hier für eine Rallye? Alles Franzosen, die da heute auf diesen Pisten unterwegs sind. Es scheint echt, die machen eine Art Rallye hier. Gefällt mir natürlich jetzt nicht so, wenn ich da auf viele auffahren sollte von wegen Staub.
Tage. Naja, nett sind sie ja mit dem Vorbeilassen. Ja, so geht das, mal mehr, mal weniger heftig, jetzt seit Kilometern. Zwischendurch gibt es da immer wieder so ein paar Treppen, also echt so ganz, ganz grobe Stellen, aber immer nur so 10 Meter oder so. Das geht jetzt, sind einfach tiefe Gräben, aber zum Teil dann echt mit so 10, 15 Zentimeter Absätzen. Vorhin hatte ich mir ja quasi ein Rennen gegen FIFA, das Rennen ist jetzt übertrieben, aber da die französischen Offroader waren mir plötzlich wieder näher gekommen, immer wenn es so ein bisschen gut fahrbare Pisten sind und kaum jetzt so ein bisschen technisch mit tiefen Gräben, da können die natürlich dann nicht mehr so drüber fetzen. Da müsst ihr dann gucken, wo sie ihre 4 Räder hinstellen. Und mit 2 hintereinander bist du dann natürlich schon ein bisschen flexibler in der Linienwahl. Aber also, mittlerweile beginnt mir das richtig Spaß zu machen, auch wenn es mal kurz heftig ist. Diese Aprilia, das ist schon recht geil, wie man da ins grobe Zeug drauf lossteuern und einfach drüber kann. Das ist schon ein Gefühl, das ich nicht kenne von allen anderen Mopeds, Motorrädern, die ich bisher hatte. Also dieses Klappen gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich habe das nicht angeguckt, es war mir echt jetzt zu heiß. Ich hatte da keinen Schatten über Mittag. Und da irgendwie noch rumzubasteln. Machen kann ich, glaube ich, eh nichts. Da bin ich technisch zu unbegabt. Gehe da mal in die Forschung, wie das ist, wenn Gabelspiel da ist oder Lenkkopflager. Es kann schon sein, dass ich da bei diesem Sprung in diese Delle da rein, wo ich den Gepäckträger geschrottet habe, dass da irgendwas in die Brüche ging. Jetzt dürfte es einfach irgendwie 10 Grad kühler sein, dann wäre das perfekt. Das ist 34 Grad, das ist halt schon auf der wärmeren Seite. Hier gibt es Pisten, das ist unglaublich. Und bis auf die paar Offroader ist keine Sau unterwegs. Okay, es ist Sonntag, aber ja. Ich bin ja wieder auf der Straße, merke ich gerade. Wenn es das solches eingezeichnet und jetzt geht es schon wieder weg. Sandig weg. Da vorne haben wir wieder irgendwo ein Fahrzeug. Der Staubfahne an. Es ist wieder der Franzose mit dem weißen Pickup. Zum 3. Mal heute. Und diese Piste, die gefällt mir jetzt extrem. Das ist so geil. Sehr, sehr geil. Jetzt gibt er aber Gas, der Junge.
Das möchte ich nicht als Gegenverkehr erleben. Ich habe ja immer noch einen Ausgang auf die Seite. Da hat er Mühe. Kirche in Sicht oder Dorf. Ah, geil, geil, geil. Ah, come me allegro, che passata. So, mal kurz noch einen Reifenexkurs. Ich habe mich ja zu Beginn auf diesen Battleaxe AX41 nicht wirklich wohl gefühlt. Es war richtig ein Krampf, ein Schwimmfest, dachte ich noch. Aber mittlerweile muss ich sagen, es taugt Offroad viel besser. Auch auf der Straße ist super, aber viel besser als der Original Pirelli Scorpion ST. Ist echt ein geiler Reifen. Farastues. Ja, ich habe mich in Farastues kurz verfahren. Der Franzose ist jetzt wieder vor mir mit dem weißen Pickup. Ich fahre jetzt aber nicht allzu schnell auf. Ich versuche mein Temperament ein bisschen zu zügeln, mal wieder ein bisschen traktormäßig zu genießen. Die Gegend, das ist, ja, ich finde es sehr geil. Vielleicht landschaftlich jetzt nicht so super reizvoll, aber ja, ist schon geil. Ich schätze mal hier lang. Ich fahre halt trotzdem auf. Excusez-moi, hein? Es ist so geil, hier Motorrad zu fahren. Ich war auf meiner Spanien-Portugal-Tour in einer ähnlichen Ecke. Ja, ein bisschen weiter nördlich noch, meinte ich. Nordwestlich Richtung Logroño. Sehr geil. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin nicht mehr auf dem Track, so wie es ausschaut. Und das sieht mir sehr nach Stierhatz aus. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich. Es ist sehr lästig, dass der Ted hier im Ort kleine Straßen nimmt. Die Franzosen bestimmt wieder vor mir. Okay. Ah. Uiuiui. Wow, wow, wow. Gerade noch mal gut gegangen und da drüben wäre die Brücke gewesen. Ja, das hätte man bestimmt einfacher haben können. Hier ist das ein Gaudi. Ah, geil. Staumauer, okay. Was sind denn das für Säulen? Ah, das habe ich mir jetzt eben noch gedacht.
Das ist ein alter römischer Aquädukt. Da haben wir tatsächlich einen Stausee mit Wasser. Ich bin total erstaunt vom Stausee. Vom Staunsee? Ne, vom Stausee. Gibt's doch bei Sadaba, heißt der Ort da. Boah, es ist schon arg heiß. 36, 37 jetzt, 36 Grad. Jetzt sind wir dann bald auf dem Niveau wie in Sardinien mit 37 Grad oder 38 war das der Rekord bisher auf Rot. Jetzt mal wieder eine ganz andere Unterlage, eben ein kleines Stück Berg runter auf sehr losem, groben Geröll. Richtige schwammige, wie sage ich dem, Rutschpartie. Jetzt hier Feldwege, sehr, ja, Feldwege halt. Möchte ich nicht fahren, wenn es nass ist. Wow, wow, wow. Hei, 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 hei. Da hat es mir das Heck aber richtig verschlagen. Irgendwie ein Stein nicht mal gesehen. Seltsamerweise nur hinten. Ich bin jetzt eben bei Carcastillo abgebogen. Ich bin jetzt quasi dort, wo ich wegen diesem Missgeschick mit meiner Gepäckbrücke aufgeben musste. Ich wollte ja damals auf den TED. Ich kam von den Pyrenäen runter. Ja, und jetzt bin ich wieder soweit, 3 oder 4 Tage später. Ich bin zurück nach Pamplona, war einen Tag in Pamplona, nach Isabina. Und wo war ich? Huesca, ja, 4 Tage später. Sind wir wieder soweit. So, seit längerem wieder mal ein bisschen heftig, also heftiger, grober. Oh, ich mag das nicht so weich, Hilfe. Gefällt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Mir ganz ein bisschen zu extrem hier. Und so zwischen Gras. Gefällt mir eigentlich auch nicht so. Habe ich jetzt auch ein bisschen Skrupel von wegen heißer Auspuff und so. Wohl ist mir hier nicht dabei. Nee, Scheiße. Ah. Nee, das sind Sachen, die mache ich nicht. Da trotzdem rüber. Da drüben drehen. Shit. Nee, Leute. Solche Sachen fährt der Doktor-Traktor nicht. Und er hat auch eine gute Ausrede. Nee, das ist keine Ausrede, aber so dürren Gras, Stroh. Ach nee. Hier so eine breite Piste und 2, 3 kleine Abzweige später bist du auf Rasen unterwegs. Ich bin mir sicher, da gibt es einen anderen Einstieg für den TED da weiter. Hier geht's weiter. Ah. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte Fotos gesehen von der Strecke, das hat dann echt viel besser ausgesehen. Eine breitere Piste, gut fahrbar. Ja, ich wag's mal nochmal. Mal schauen. Sind ja heute schon weit über 100 Kilometer Offroad. Also sprech's mal wieder an mit den Kräften, das spüre ich natürlich. Ich habe jetzt 190 Kilometer heute drauf, da waren vielleicht 140 Offroad.
Irgendwie wieder völlig anderes Gelände. Viel steiniger als sonst heute. Etwa so hat das ausgesehen, als ich mir die Bilder angeguckt habe. Das Tiefe gefällt mir nicht. Es ist eben eine andere Piste in diese eingebogen. Jetzt mal gucken. Aber besser sieht das jetzt nicht aus. Eher noch mal ein bisschen grober. Aber bisher alles okay. Oben am Berg, ich weiß nicht, war das ein Castillo oder ein Dorf? Letztlich wieder quasi eine frische Kiesstraße. Ah, was macht sie jetzt da? Was lief sie plötzlich nur noch auf einem Zylinder? Zeit für Fotostopp. Aber was diese Aprilia jetzt hier macht, das gefällt mir überhaupt nicht. Plötzlich nur noch ein Zylinder oder so. 2 Tage nach der Inspektion. Leute.